Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp. Ich bin Group Product Manager bei Central. Und in diesem Video möchte ich euch das Thema Datasets näher bringen, das ihr hier in der Connect UI im seitlichen Menü findet. Was ist ein Dataset? Ein Dataset ist erstmal nichts anderes als eine Datenbank-Query auf Basis von MongoDB. Ja, wie ihr vielleicht wisst, ist es so, dass wir in Connect die Daten basierend auf MongoDB speichern und dieses Dataset-Tool ist also ein Query-Builder, um Datenbankabfragen auf diese MongoDB zu generieren. Und das Charmante daran ist, dass ihr diese Datasets, wie bei beispielsweise Text-Templates und so weiter auch, direkt im Workflow einsetzen könnt. Dort gibt es eine Dataset-Komponente und die Datasets, die ihr hier in der Auflistung der verfügbaren Datasets seht, stehen euch dementsprechend wieder im Workflow zur Verfügung. Ein Dataset basiert immer auf einer Datenstruktur. Das heißt, ihr braucht eine Datenstruktur als Basis und macht dann basierend auf dieser Datenstruktur eine Abfrage, bekommt dann hinten ein Ergebnis raus, meistens ein Teilergebnis der vorhandenen Datenmenge, ausgesuchte Felder und so weiter. Und könnt dann eben auch in eurem Workflow mit dem Ergebnis dieses Datasets weiterarbeiten. Auch hier gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Schaut euch dazu gerne unsere Use Case Videos an. Da wird das sicherlich nochmal ein bisschen klarer. Wir fangen jetzt mal wieder bei der Übersicht an. Ihr kennt das im Kern schon. Das ist die ganz normale Connect-Tabellenübersicht. Ihr könnt suchen, per CSV exportieren und so weiter. Ihr seht hier den Namen des Datasets und wann dieses Dataset zuletzt aktualisiert wurde. Und ihr habt wieder die auch schon bekannten Action-Buttons, und zwar hier den Pinsel, um den Editor zu öffnen, den Bleistift, um die Konfigurationsdaten zu öffnen. Ihr habt eine Exportmöglichkeit und ihr könnt die Versionshistorie dieses Datasets anschauen. Auch hier hängt das wieder vom Projekt ab, in dem ihr seid. Ihr seht, dass ihr hier keine Schreibrechte habt, weil wir hier im Central Standard Projekt sind. Sind wir im Default Projekt, dann bekommt ihr entsprechend auch Schreibrechte, könnt ihr also ein Dataset anlegen, könnt ein Dataset von extern importieren. In einem geschützten Standardprojekt könnt ihr dieser Datasets exportieren, aber ihr könnt eben kein neues anlegen. Gut, dann schauen wir uns mal so ein Dataset an und nehmen mal dieses hier. Klicken mal auf Editor öffnen und dann seht ihr, dass sich hier ein Query Builder öffnet. Ich kann euch aber mal kurz zeigen, was sozusagen die Idee dahinter ist. In MongoDB gibt es den charmanten Vorteil, dass MongoDB sogenannte Stages kennt. Das heißt, ihr könnt eine Query aufbauen und diese Query Stage für Stage durchtesten. Und genauso funktioniert im Endeffekt dieser Query Builder. Das heißt, ihr seht hier unten immer das Ergebnis der jeweiligen Stage, die ihr getestet habt und könnt dann hier weitere Stages hinzufügen. Und für diese Stages stehen euch verschiedene Methoden zur Verfügung. Ja, ihr könnt eine Collection auflösen, ihr könnt zählen, ihr könnt bestimmte Felder der Gesamtergebnismenge oder des Gesamtdatensatzes auswählen. Ihr könnt regelbasiert filtern, gruppieren, joinen, also verschiedene Datenquellen in einem Dataset kombinieren und so weiter. Das könnt ihr euch gerne in Ruhe anschauen. Wie gesagt, gibt es dazu aber auch Use-Case-Videos, die das nochmal erklären. Wir fügen mal einen neuen Stage hinzu und zwar beispielsweise den Stage Felder auswählen. Mit diesem Stage kann ich also aus meinem Gesamtdatensatz jetzt einzelne Felder auswählen und das geht ziemlich einfach. Ich kann hier auf Feld hinzufügen klicken, sage aus meiner Source, also aus meinen Ursprungsdaten, möchte ich ein Feld auswählen und zwar zum Beispiel die Product ID. Ja, die benenne ich auch wieder Product ID und wenn ich jetzt diesen Stage teste, dann bekomme ich ein neues Ergebnis, in dem nur die Product ID enthalten ist. Das kann ich auch hinzufügen oder ergänzen und sage, okay, zusätzlich zu Product ID möchte ich vielleicht noch das Created Add entsprechend haben und dann habe ich eben diese beiden Datensätze. Das kann ich jetzt beliebig entsprechend erweitern. Ich kann auch zum Beispiel einen weiteren Filter hinzufügen und sagen, okay, zeig mir mal bitte nur die Filter an, bei denen zum Beispiel das Feld Product ID 100 ist. Ja, das ist ja ein Fall, den wir hier genauso haben, zwar dieser Datensatz.
Und wenn ich dieses Dataset ausführe, dann seht ihr, dass auch nur dieser eine Datensatz mit dieser ID übrig bleibt. Und ich könnte dieses Dataset jetzt entsprechend speichern, wenn ich entsprechende Schreibrechte hier in diesem Projekt hätte, und könnte das Dataset dann in meinem Workflow einsetzen und dort beliebig entsprechend verwenden. Also das ist der Dataset Editor. Und dann habt ihr, wie gesagt, auch die Möglichkeit, das Dataset zu konfigurieren. Hier Name, Projekt und die basale Datenstruktur, die aber fest ist. Die kann man, wenn man sie einmal ausgewählt hat, nicht nochmal ändern. Das ist also relativ unspektakulär. Und wie gesagt, die Exportmöglichkeit. Und ich kann dieses Tool auch parametrisieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier, wir können nochmal hier reingehen, wenn ich einen Filter hinzufüge beispielsweise, ja, so wie ich das entsprechend hier habe, dann kann ich hier die Filter, und das kann man hier ganz gut sehen, statt einem festen Wert auch einen Parameter einsetzen. Und diesen Parameter könnte ich jetzt in meinem Workflow dynamisch befüllen und damit eben auch eine dynamische Filterung herbeiführen, je nachdem, welchen Filterparameter ich entsprechend hier hineingebe. Also ganz grober Überblick, und wenn ihr weitere Fragen dazu habt, meldet euch gern jederzeit bei uns.